Deine Katze liegt schnurrend neben dir. Ihre Augen sind halb geschlossen, ihr Körper wirkt weich und entspannt. Du streichelst sie weiter und plötzlich dreht sie den Kopf, schlägt mit dem Schwanz oder schnappt nach deiner Hand. Viele halten das für eine unberechenbare Stimmungsschwankung, doch meistens kam die Reaktion nicht aus dem Nichts. Deine Katze hat vorher Signale gesendet. Wir haben sie nur nicht erkannt, denn unter dem weichen Fell steckt noch immer ein hochspezialisierter Jäger. Ein Tier, das kleinste Geräusche hört, Bewegungen in der Dämmerung verfolgt und innerhalb eines Augenblicks vom stillen Beobachten zum Angriff wechseln kann. Das macht deine Katze nicht böse, aber es bedeutet, dass sie anders wahrnimmt, anders entscheidet und anders reagiert als wir. In diesem Video erfährst du, woran du echten Jagdmodus erkennst, wie er sich von Überreizung oder Abwehr unterscheidet und welcher gut gemeinte Spielfehler deiner Katze beibringen kann, ausgerechnet deine Hände und Füße zu jagen. Besonders ein Warnsignal wird von Katzenhaltern fast immer zu spät bemerkt. Deine Katze sitzt plötzlich kerzengerade da und starrt auf eine Wand. Du siehst und hörst nichts. Sie dagegen hat längst ein feines Geräusch registriert. Katzenohren können sich in verschiedene Richtungen drehen und Geräusche genau orten. Auch hohe Töne, die wir kaum wahrnehmen, können ihre volle Aufmerksamkeit fesseln. Sie sieht also keine Geister. Sie lebt nur in einer geräuschreicheren Welt als du. Auch Katzenaugen reagieren besonders stark auf Bewegung. Eine regungslose Spielzeugmaus kann uninteressant sein. Zuckt sie hinter einer Stuhlkante hervor, wird sie sofort zur vermeintlichen Beute. Darum greifen Katzen auch nach Füßen unter der Bettdecke, nach einem baumelnden Schnürsenkel oder nach einem Schatten an der Wand. Nicht der Gegenstand selbst löst den Reiz aus. Entscheidend ist, dass er sich wie etwas Lebendiges bewegt. Viele Katzen werden am frühen Morgen und am Abend besonders aktiv. Diese Zeiten passen zu ihrer natürlichen Dämmerungsaktivität. Die berühmten wilden 5 Minuten sind deshalb oft kein sinnloses Durchdrehen. Überschüssige Energie und ein günstiger Jagdzeitpunkt treffen aufeinander. Bei wenig Licht helfen zusätzlich die Schnurrhaare. Sie sitzen in empfindlichen Haarfollikeln, unterstützen die Orientierung im Nahbereich und helfen in engen oder unübersichtlichen Situationen. Schnurrhaare sind deshalb kein Schmuck. Sie sollten niemals abgeschnitten werden. Eine Katze verliert dadurch nicht ihr gesamtes Gleichgewicht, aber einen wichtigen Teil ihrer räumlichen Wahrnehmung. Die bewegliche Wirbelsäule, kräftige Hinterbeine und flexible Schulterpartie ermöglichen schnelle Richtungswechsel und erstaunliche Sprünge. Deshalb erreicht deine Katze Plätze, die du für unerreichbar gehalten hast. In der Luft kann sie ihren Körper ausrichten und häufig auf den Pfoten landen. Doch der Stellreflex macht sie nicht unverwundbar. Ungesicherte Balkone, offene Fenster und besonders Kippfenster können lebensgefährlich werden. Doch ihre stärkste Jagdfähigkeit sind weder die Krallen noch die Zähne. Es ist ihre Geduld. Eine Katze kann vollkommen still werden. Sie senkt den Körper, fixiert ihr Ziel und wartet. Oft bewegt sich nur die Schwanzspitze. Dann verlagert sie das Gewicht nach hinten. Vielleicht wackelt ihr Hinterteil kurz und im nächsten Moment springt sie. Was beim Spiel niedlich aussieht, ist eine verkleinerte Jagdsequenz. Entdecken, beobachten, anschleichen, anspringen, festhalten und zubeißen. Hält deine Katze ein längliches Spielzeug mit den Vorderpfoten fest und tritt kräftig mit beiden Hinterbeinen dagegen, zeigt sie ebenfalls Jagdverhalten. Mit diesen sogenannten Kaninchentritten kann eine Katze größere Beute kontrollieren und gleichzeitig Abstand zu deren Kopf halten. Ein Kätzchen greift nach Fingern, beißt vorsichtig hinein und tritt mit den Hinterpfoten. Weil es klein ist, wirkt das lustig und wir spielen weiter. Doch das Kätzchen lernt dabei eine klare Regel: menschliche Hände sind Beute. Einige Monate später sind Zähne, Krallen und Muskulatur kräftiger.
Das Spiel ist dasselbe geblieben, nur die Folgen nicht. Benutze deshalb eine Katzenangel, ein längliches Stoffspielzeug oder eine Spielzeugmaus mit genügend Abstand zu deiner Hand. Hände dürfen Nähe, Futter und Sicherheit bedeuten. Sie sollten nicht das Jagdziel sein. Und falls du dich fragst, warum eine gut gefütterte Katze überhaupt noch jagt, Hunger und Jagdtrieb sind nicht identisch. Eine Katze kann satt sein und trotzdem auf eine Fliege, einen Vogel vor dem Fenster oder deine bewegten Zehen reagieren. Geräusch, Bewegung und Gelegenheit können die Jagdsequenz auslösen, obwohl im Napf noch Futter liegt. Doch nicht jede gespannte Katze will jagen. Manchmal sagt ihr Körper: Hör bitte auf. Beim Jagen ist die Aufmerksamkeit meist auf ein Ziel gerichtet. Die Katze duckt sich, verfolgt eine Bewegung, schleicht oder bereitet einen Sprung vor. Bei Überreizung zuckt die Schwanzspitze stärker oder der ganze Schwanz schlägt. Die Haut kann sich wellen, die Ohren drehen sich zur Seite oder nach hinten und der Körper wird fest. Manche Katzen wenden den Kopf zur Hand und beobachten jede weitere Berührung. Das ist das Warnsignal, das viele zu spät erkennen. Die Katze bleibt nicht mehr weich unter deiner Hand. Ihr Körper spannt sich an. Große Pupillen allein beweisen übrigens weder Aggression noch Jagdtrieb. Sie können auch durch wenig Licht, Aufregung, Angst oder Spiel entstehen. Entscheidend ist immer das Gesamtbild aus Körperhaltung, Ohren, Schwanz und Situation. Wenn du diese Zeichen siehst, beende das Streicheln ruhig, nicht erst nach dem Pfotenhieb. Viele Katzen mögen Berührungen nur begrenzte Zeit oder an bestimmten Stellen. Kopf, Wangen und Kinn werden oft besser akzeptiert als Bauch, Hinterbeine oder Schwanzansatz. Jede Katze hat eigene Grenzen. Ein Biss nach dem Streicheln ist deshalb häufig kein Verrat und keine Bosheit. Er ist das deutliche Ende einer Unterhaltung, deren leisere Sätze wir vorher überhört haben. Wichtig ist jedoch, reagiert eine Katze plötzlich empfindlich, obwohl sie Berührungen bisher mochte, sollte das Tier ärztlich abgeklärt werden. Schmerzen an Haut, Zähnen, Gelenken oder im Rücken können das Verhalten verändern. Nicht jede Abwehr ist ein Erziehungsproblem. Bestrafung hilft nicht. Schreien, Festhalten oder körperliche Strafe können der Katze nur zeigen, dass deine Hände unberechenbar sind und Angst oder Abwehr verstärken. Wird das Spiel zu heftig, stoppe ruhig die Bewegung, schaffe Abstand und biete nach einer Pause ein geeignetes Spielzeug an. Bei heftigen oder wiederholten Angriffen ist medizinischer Rat oder professionelle Verhaltensberatung sinnvoll. Eine Wohnungskatze braucht mehr als Futter, Wasser und einen warmen Schlafplatz. Sie braucht Aussichtspunkte, sichere Rückzugsorte, Möglichkeiten zum Klettern und regelmäßige Gelegenheiten, eine Beute nachzuahmen. Mehrere kurze Spieleinheiten passen meist besser als eine einzige lange. Bewege das Spielzeug von ihr weg, lass es hinter einem Möbelstück verschwinden, still werden und wieder auftauchen. So kann deine Katze beobachten, anschleichen und zugreifen. Sie sollte die Beute am Ende auch fangen dürfen. Ein Reiz ohne Fangmöglichkeit kann frustrieren. Auch bei einem Lichtpunkt sollte zum Schluss ein greifbares Spielzeug oder ein kleines Leckerchen folgen. Nach dem erfolgreichen Fang kann eine kleine Portion Futter oder ein Teil der normalen Mahlzeit die natürliche Reihenfolge abrunden: Jagen, fangen, fressen, sich putzen und ruhen. Kartons, Tunnel, erhöhte Liegeplätze und Futterspiele geben deiner Katze Beschäftigung und Kontrolle über ihre Umgebung. Für ein Tier, das Gefahren selbst einschätzt, bedeutet Kontrolle vor allem Sicherheit. Distanziertes oder eigenwilliges Verhalten ist deshalb keine persönliche Kränkung. Katzen handeln selten aus Rache. Oft reagieren sie auf Veränderungen, fremde Gerüche, fehlende Rückzugsorte oder Unsicherheit. Im einen Moment liegt sie vertrauensvoll auf deinem Schoß. Im nächsten hört sie ein Geräusch, das du nicht wahrnimmst, und ihr ganzer Körper wird aufmerksam. Niedlichkeit und Jagdinstinkt sind bei ihr keine Gegensätze.
Beides gehört zu derselben Katze. Deine Katze ist also nicht gefährlich, weil sie dir schaden möchte. Problematisch wird es vor allem dann, wenn wir ihre Instinkte unterschätzen, ihre Warnsignale übersehen oder ihr keine passenden Möglichkeiten geben, natürliche Verhaltensweisen auszuleben. Beobachte sie heute einmal ganz bewusst. Wie bewegt sich ihre Schwanzspitze? Wohin zeigen die Ohren? Bleibt ihr Körper weich oder wird er plötzlich fest? Schon diese kleinen Details können dir zeigen, ob sie spielen, jagen, unsicher werden oder einfach ihre Ruhe haben möchte. Je besser du diese Sprache verstehst, desto seltener fühlt sich ihre Reaktion für dich plötzlich an. Denn deine Katze braucht keinen Menschen, der sie wie ein Plüschtier behandelt. Sie braucht jemanden, der das Raubtier in ihr respektiert und gerade dadurch das Vertrauen des sanften Tieres gewinnt, das jeden Tag freiwillig seine Nähe mit ihm teilt.